Wir sind wieder on the road. Heute haben wir 3 Stationen vor uns, insgesamt 12 Stunden. Wir haben jetzt einen eigenen Guide, einen eigenen Fahrer, ein eigenes Auto. Alle 3 Tours sind private und wir zahlen jetzt für den ganzen Spaß 130 €. Wir sind jetzt angekommen nach einer Stunde Fahrt, einmal aus Bangkok raus und der erste Stop ist jetzt der Train Market. Wir haben es jetzt irgendwie in der Früh um 7 oder so, 7, halb 8 müsste jetzt sein und ich glaube um 8 oder was kommt der Zug jetzt das erste Mal und war jetzt super angenehme Fahrt. Jetzt schlendern wir erstmal noch ein bisschen über den Markt drüber. Wir haben jetzt eine Stunde Stopp haben wir jetzt hier und freuen uns auf jeden Fall schon, wenn der Zug durchfährt. Unser Guide ist jetzt mit uns, der hat uns jetzt erklärt, auf was wir achten müssen und alles, dass man soll halt auf jeden Fall nicht über das Essen drüber steigen, weil die halt alles da jetzt am Boden servieren und das ist echt super organisiert, also ich kann jedem nur empfehlen, so eine Tour zu machen, am besten auch die Dreier-Tour. Wie gesagt, das war jetzt echt günstig, pro Person 130 € für den ganzen Tag. Jetzt sind wir hier erstmal noch so auf dem Markt, da marschieren wir jetzt gerade so quer durch. Der Guide hat Hunger, der muss sich erstmal was zum Essen kaufen. Wir laufen jetzt hier gerade nur durch den wirklichen Local Markt durch zum Train Market, also der ist parallel zu uns. Aber er zeigt uns jetzt hier einfach auch noch mal kurz, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, was hier sonst noch zu entdecken gibt. Weil jeder kennt eigentlich diesen Train Market nur, dass es einfach nur da der Zug ist und fertig. Aber da ist eine riesen Markthalle ja noch im Vorder- und Hintergrund. Da gibt es noch einen eigenen Fischmarkt, auch alles drum und dran. Hier ist unser Guide hier, der Banks. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal in der Fleischhalle. Hier ist auch schon reges Treiben jetzt in der Früh um 7. Wahrscheinlich war hier schon um 5 oder 6 war schon die Hölle los. Jetzt sind wir in der Fischabteilung angekommen. Richtig busy hier. Hier haben wir noch einen Roller hinter uns gerade, der hier auch noch durch will. Meine Mama, die ist hier voll geflasht. Das ist so neu für sie alles. When you see the price for 1 kilogram. Okay, also das sind alles Kilopreise hier. Zum Beispiel 280 Baht für 1 Kilo von diesen kleinen Garnelen. Das ist der Oberhammer. Oder hier auch diese riesen Tintenfische, 320 Baht das Kilo. So, hier sieht man jetzt schon die ersten Schienen. Hat schon einen Haufen Restaurants und alles. Kann man sich noch einen Snack holen oder ein Getränk oder irgendwas. Aber man sieht schon, jetzt wird's touristisch so langsam. Also vorhin da hinter uns war nur der Local-Markt, wo wirklich die Locals einkaufen gehen. Und er hat uns gesagt, heutzutage geht da so groß keiner mehr einkaufen, gerade Restaurants oder so nicht. Die sind dann eher, dass sie es liefern lassen. Er hat gesagt, du kriegst alles heute in einem Tag geliefert. Kostet ungefähr 100 Baht die Lieferung, also wirklich Restaurants, Hotels, die lassen sich alles nur noch liefern. So, jetzt sieht man hier schon enge Kiste. Und jetzt ist noch alles aufgebaut. Das kann man hier noch schön alles angucken. Also hier wird auch wirklich noch richtig eingekauft. Ganz toll ist das. Und der Banks hier, unser Guide, auch total super. Der hat uns wirklich hier alles erklärt, wie hier alles läuft und so. Das ist echt mega. Hier sieht man es jetzt noch mal gut, weil hier gerade ein paar Dächer nicht aufklappt sind, wie das hier drüber aussieht und rechts und links und drunter. Das ist echt der Wahnsinn hier.
So, wir haben jetzt nur circa genau 20 Minuten. Also wir hatten jetzt wirklich über eine halbe Stunde Zeit, um hier diesen Markt so ein bisschen zu entdecken und alles. Und jetzt haben wir nur 20 Minuten, wo wir wirklich hier auf den Schienen den ganzen Markt entlang laufen können. Muss immer mal wieder runterschauen, weil das ist hier doch tricky zu laufen. Und es ist einfach so, diese ganzen Gerüche und so, auch wenn man Videos sieht, ich kann es nur jedem empfehlen, man muss hierher kommen. Diese Gerüche, diese Lärmkulisse, diese Eindrücke, das kann man in einem Video einfach nicht festhalten. Da sieht man, wie frisch die Produkte hier wirklich noch sind. Wart ihr eigentlich schon mal in Thailand oder sogar schon mal auf dem Train Market? Oder habt ihr noch eine andere Attraktion, die unbedingt auf der Bucketliste stehen sollte? Dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ansonsten immer gerne ein Like da lassen und ganz wichtig, ein Abo. Was jetzt auch mega ist mit unserem Guide. Also hier Train Market und wir kriegen hier jetzt quasi reservierte Sitze, 3 Stück. Kostet 21 Baht, dass wenn dazu kommt, dass wir auch perfekte Position, erste Reihe haben. Hier ist quasi die Linie. Also unser Guide hat uns gerade erklärt, dieser kleine Fisch hier, so groß, das ist das Symbol hier für den Markt einfach. Also das ist es. Das wird dann Deep Fried mit Steamed Rice und Soße. Mega lecker und das ist hier quasi so von dieser Gegend so das Nationalgericht. So, jetzt geht es hier so langsam los. Jetzt ist das Signal ertönt und kommt die Durchsage, dass jetzt dann in 3 Minuten der Zug einfährt. Und jetzt wird hier schon alles zurückfahren. Die schieben schon ihre Sachen hier zurück. Die Leute, jetzt wird es ein bisschen wuselig, weil jetzt jeder nur einen Platz hier sucht. Das ist auch schon mal witzig anzuschauen. Hier werden schon die Jalousien eingefahren. Alle Leute positionieren sich brav. Jetzt wird's hektisch. Jetzt wird's hektisch bei den Leuten. Keiner weiß wohin. Wir haben hier unseren reservierten Stuhl. Zug is coming, der Zug rollt ein. Und zack geht's wieder los. Alle fahren die Dinger aus. Jeder ist auf seinen Kopf hier selbst verantwortlich. Er hat gesagt, das ist hier Business. Keiner achtet hier auf den Touristen. Also bitte gut auf den Kopf aufpassen, wenn der Zug durchgefahren ist. So, der Train Market ist hinter uns. War richtig cool. Jetzt geht's zum nächsten weiter. 20 Minuten Fahrzeit jetzt. Und seid gespannt, was als nächstes kommt. So, wir sind jetzt angekommen. Nächste Attraktion, Floating Market, der Original Floating Market. Kein Scam, kein nichts. Alles im Preis inklusive. Man sieht es hier schon.
Unser Guide hat uns auch gesagt, also hier sind die Preise natürlich ein bisschen höher, weil es mittlerweile nur noch eine Touristenattraktion ist. Wir müssen jetzt auch nichts kaufen, das geht jetzt eine halbe Stunde, können wir einfach das Ganze genießen. Wir haben jetzt auch wahrscheinlich ein Private Boot, gehe ich mal schwer davon aus. Und genießen einfach jetzt die Tour. Unser Boot ist ready. Schatzi, schau mal. Hallo, die Private Tour geht los. Also man sieht, dass eigentlich hier richtig viel los ist und die Boote ziemlich voll immer sind. Und wir haben hier wirklich wieder privates Boot. Ich kann es nur immer wieder empfehlen. Ich verlinke auch die Tour dann unten, beziehungsweise die Kontaktdaten von der Tong, über die wir die Tour bucht haben, dass ihr ganz einfach das dann auch machen könnt. So, wir verlassen jetzt hier dann auch so ein bisschen die Tourist Area, hat es geheißen, weil wir haben gesagt, wir wollen es ein bisschen mehr local haben. Also ihr habt jetzt dann hier mal so ein bisschen andere Eindrücke, wie normal jeder die Tour macht. Fand ich ganz toll, dass unser Guide uns extra gefragt hat, wollt ihr hier voll durch die Local Tour schippern, wo man so sieht, wie die Locals eigentlich alles machen, oder wollt ihr voll die Touri-Schiene fahren? Man hört's, oder besser gesagt, man hört nichts, weil es hier wirklich total ruhig ist. Keine lärmenden, stinkenden Motoren von den anderen Booten, sondern hier total entspannt einfach genießen. Falls es doch auf eigene Faust mal jemand machen will, hier sind mal Preise. Paddelboot 300 Baht pro Person, Motorboot 400 Baht pro Person und Minimum 4 bis 5 Personen pro Boot dann. Und wir sind jetzt hier quasi, gut, mit unserem Guide sind wir jetzt 4 am Paddelboot. Bei uns ist alles schon inklusive im Preis. Wir müssen hier auf nichts Rücksicht nehmen, nichts beachten. Wir müssen einfach nur da sein und genießen. So, wir sind jetzt auf dem Highway-Kanal, quasi auf der Autobahn. Wir sind jetzt aus der Nebenstraße wieder raus und jetzt geht es wieder ins Busy-Viertel. Und die Leute leben auch hier wirklich. Also das sind wirklich Wohngebäude hier von der Einheimischen hier am Floating Market. Und hier sieht man quasi die Garage. Also die Boote hier, das sind ihre Autos und das ist die Garage. Hier im touristischen Bereich sind die Preise ein bisschen saftiger. 2000 Baht für eine Stunde pro Boot. Kopf einziehen.
Jetzt heißt es richtig Kopf einziehen, sonst tut's weh. Also das ist jetzt die wirkliche Gegend, wie die Leute hier leben. Hinter uns ist die touristische Area, wo wirklich die ganzen Touris durchgeschickt werden. Und wir haben hier jetzt so die Private Tour, wirklich hier bei den Locals ruhig. Erinnert mich so ein bisschen an Xochimilco aus Mexico City. Ui, ich weiß nicht, ob man sieht da an der Treppe, da ist jetzt hier nur ein Veran mal schnell. Mama ist fix und fertig. Man merkt ganz klar, dass man wieder auf dem Highway ist. Hier ist wieder die Hölle los. Also der offizielle Name ist hier wohl der Lau Tuk Luk Floating Markt. Ah, jetzt wird es ein bisschen voll hier in der Seitenstraße. Immer ein gekühltes Chang-Bier, nie verkehrt. Bei dir eine Schlange, 2 Schlangen. Oh, die haben auch wieder so einen Affen. Die tun mir so leid, weil diese Affen hier eigentlich nachtaktiv sind. So, halbe Stunde vorbei, Endstation für uns. Wir steigen hier jetzt dann irgendwo aus. War auf jeden Fall geil, kann ich jedem nur empfehlen. Bei uns geht es jetzt nochmal 2 Stunden Autofahrt weiter zur letzten Attraktion. Und weil wir jetzt hier nicht groß geshoppt haben und alles, haben wir dafür länger Zeit an der letzten Station. Mein eigener Elefant für heute. Jeder von uns kriegt jetzt einen eigenen Elefant. Wir haben jetzt 2-3 Stunden mit den Elefanten ganz allein. Private Tour. Und es ist so geil. Die fühlen sich so mega an.
Das wird ein richtig genialer Tag. Man sollte nur aufpassen, wo der Elefant hintrappt. Ansonsten haben wir hier ein paar Tonnen, die auf den Fuß treten. Und das war's dann mit dem Urlaub. She didn't know we had to drive the 3 hours now. That is so sweet. So this one's surprise. So, für uns gibt es jetzt erstmal was zu essen, bevor es dann mit den Elefanten weitergeht. Das ist echt der Wahnsinn hier. Jeder seinen eigenen Elefanten. Jetzt hier noch, schaut's mal an, was es hier zum Essen gibt. Okay, so here You have pad kapao. you can wash your hands. So we've got salted barbecue fish. This is chicken pakapao, quite spicy. This is chicken, battered. Omelette. This is coconut soup. It is amazing. It's so cool, really delicious. And that's obviously your rice there. Now Chompo's got to get you some drinks. Okay, so take a seat, take your time, and I'll come back and take you when you're finished, okay? Alright. Cool. Chompo will just be back from Bristol. So, wir haben jetzt gerade super lecker gegessen, haben jetzt eine richtig tolle Einführung gekriegt. Also erstmal sehr emotional, was den Elefanten alles zugestoßen ist und so. Und das war ganz toll, was der Tom uns da erzählt hat. Und jetzt geht es zum Umziehen und dann geht's los quasi. Erstmal Elefanten füttern, dann mit der Elefanten baden und das ganze tolle Zeug. Das wird gigantisch. Thank you. Thôi, bây giờ mưa nè, thôi 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 đó 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 Okay, guys, for jumbo. You go for jumbo. Yeah, just come around. Just give this is jumbo. Good boy. So take your fruit and hold it nice and high. And just put it in. Again. You can go in nice and close with them. Yeah, hold your fruit high. That's it. Keep going. Keep Yeah, that's it. We just keep feeding. How are you guys doing down there? Okay. Keep feeding. Yeah. Yeah. Clear. Say yen, Dick. Hello, mama. Come close, come forward, yeah. One. Yeah, okay. Is that delicious? Corn is their favourite. They love the corn. Good job. Buồn. Ba két ơi, Was macht denn für ein Dreck hier? Ja, was ist da doch? sao làm như vậy? She want more, and then she just eating one time. Ja, du schmeißt ja alles rein. Hey. จำพวกไปก่อนนะจำพวกไปก่อนนะดูแลแถวแนว Wir nachschauen, ja. Okay, we're going to walk down and then we're going to give them more sticky rice. Come to me, mum. So we make a ball like this. Like this, and again hold high. Okay. Keep feeding with this one. Ngồi xuống. Ngồi xuống.
so schon. Yeah, we have to do quick, otherwise they help themselves and it's gone. เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมพี่ Hold it nice and พอ high. ดีเหมือนเพื่อนผมจะเข้ามาเล่นผมเล่นดี คุณ แป๊บนึงผมทำงานอยู่ คุณป่ะลุง Ich bin so, I'm so slowly because I'm not scared, but เดินอะไร No, it'll be fine. I'm scared that I'm too slowly, you know. That's it. The higher you hold it, the bigger she'll open her mouth. That's it, nice and high, there you go. โอ้ย Now you're going to paint on Jumbo. Okay. You write your name. And Jumbo will paint with it. ถอยมานี่ถอยถอยถอยถอยถอยถอยนะถอยถอยมาอีกจ้ะอ่ะเบนเบนโอ้กันกันกันอ่ะ Good boy, Jumbo. Who's going to paint you? Paint you instead. Ja, Malstunde mit der Elefanten. บุญถอยมาชมมือบุญ Kriegt der Elefant den Pinsel in den Rüssel und jetzt darf er mitmalen. ลง ว้าวจุก ลง เอาอ๋อ บุญสูงบุญลงบุญสูงบุญดีบุญนะลง Yeah, good. ตีนะตี สวย ตีนะตีนะตีนะตีvery good ตีนะตีบุญสูงบุญตีบุญสูงตีนะตีตีนะตีบุญสูงแปะแปะถอยแปะไหม Lass den Pinsel Mei. für dich. แปะไหมนะแปะไหมแปะดิแปะไหมแปะดิแปะไหมนั่นแหละแปะไหมแปะไหมแปะดิน่ะน่ะแปะไหมแปะไหมแปะไหมแปะไหมน่ะน่ะแปะดิน่ะนี่ถอยแปะดิถอยแปะดิลงดิลงดิแปะไหนแปะดิไหนแปะดิลงดิสูงมันไม่ติดเลยพี่สูงสูงมาเอาแม่มามันไม่ติดอ่ะพี่ Did you have a camera as well? Ah. This is yours, is it? เบนมาแคทมันจะหันตู้มาทางนี้มาเบนมา Protocol. เบนมาเบนมา She's got to ฮะ sleep. เบนมาหนึ่งมา Do you want to come in together as well for 3 people? So, jetzt haben wir gerade gelernt, warum er Jumbo heißt, weil er 5 Beine hat. Schau dir den Rüssel an. Ein Wahnsinnsgefühl, auf einem Elefanten zu reiten. Und vor allem, wenn man auf ihm drauf sitzt und der strengt seinen Rüssel an, dann spürt man quasi wirklich den Muskel hier oben, den er dafür benutzt. Und das Geile ist, er peitscht mich immer mit seinen Ohren an die Beine. Ich hocke ganz entspannt drauf, sagen sie alle. Ich habe ja auch der dickste Elefant. Jumbo. Hallo Baby. Sie sind im Fernsehen. So, jetzt wird spannend, jetzt geht's bergab. Huh? Do you have anything in the pocket? No. Phone? No, Okay. you have my phone. Okay, got it. So, die Mädels sind jetzt abgestiegen. Ich gehe jetzt hier gemütlich mit dem Elefant runter ins Wasser.
Wir haben ein bisschen Angst gehabt, weil es hier so steil bergab geht. Aber das ist ja easy. Jetzt schon mal, wir rocken das hier, wir zwei. Hoffentlich ist nicht so kalt. Ah, Jumbo! Jumbo likes to make me wet. Mehr Wasser, Jumbo, mehr Wasser. Hier sind die zwei von den Mädels. Jetzt geht's ins Wasser. Ich habe einen mitreißenden. Yo! And up, Jumbo! Jumbo! Okay. No, it's fine. Yeah, This is waterfall. Waterfall? it's waterproof. Ja! 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 Huh? Whoop, Jumbo! Jumbo! Hi! Ich find's toll hier auf meinem Elefanten. Hi! Hier! Hi! Hier! 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 Vorsicht, wenn er untergeht, musst du dich gerade draufsetzen, sonst gehst du unter. Wenn er jetzt dann untertaucht, musst du gerade sitzen bleiben. Thôi! Thôi nè! Thôi! Thôi! Es gibt eine Schlammmassage für die Elefanten. Ja. Und nach dem Schlammbad kommt die große Saubermachaktion hier mit Bürste und Elefantenshampoo. Hold your trunk and sit down. He's going to spray for you. Und good girl, Vicky! Good girl!
Okay, you want to keep. Okay. You still got your earring. Okay. Das ist so cute. So you know you had makeup on. Okay. Nè, buôn, xuống buôn, bông. Buôn. Buôn, buôn. Buôn đi, buôn, xuống. Bông. King Kong. Oh, he's got a big willy. Was für ein Erlebnis. Was für ein Erlebnis. Ich kann nur jedem empfehlen, macht genau dasselbe. Keine andere Tour. Auf gar keinen Fall auf eigene Faust. Bucht dann bei Tong, was ich euch unten verlinke.